Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Trekking Packing Gear. Hier gibt es heute eine neue Review zu meinem neuen Dropstitch Kajak, dem Gumotex Taya. Ich bin hier am wunderschönen Harzer Hexensteig und ja, an der Bode und mache hier eine kleine Tour. Und was ich so von dem Kajak halte, das seht ihr in dem Video. Also viel Spaß und bleibt dabei. Im Gumotex Taya habt ihr noch ein paar Kleinigkeiten, die so dabei sind. Die sind hier in so einer ganz netten Tüte mit eingepackt und in so einer Plastikbox hier. Das ist unter anderem einem Schwamm und Reparaturzeug. Im Lieferumfang des Gumotex Tayas ist einmal Reparaturzeug dabei, also Kleber und ja, verschiedene Reparaturflicken, womit ihr das Kajak bei kleinen Problemen flicken könnt. Und auch ein Ersatzventil, was ihr ins Kajak einbauen könnt, beziehungsweise womit ihr das Kajak reparieren könnt. Außerdem habe ich hier auch die Handpumpe von Gumotex dabei, natürlich auch mit Schlauch. Die ist extra erwerblich und zu dieser Handpumpe habt ihr natürlich hier am Schlauch verschiedene Aufsätze. Einmal den Standardaufsatz, den könnt ihr benutzen, um das Kajak aufzupusten. Für das Ventil dann verschiedene Eingänge. Und außerdem ist bei dieser Pumpe auch noch ein kleines weiteres Ersatzteil dabei, womit man den Ausgang der Pumpe auf verschiedene Größen skalieren kann und das passend zu jedem Kajak dann anpassen kann. Auf meinem Kanal gibt es zwei kleine Videos, wie man das Kajak in der 1er und der 2er Version aufbaut bzw. umbaut. Deshalb werde ich das jetzt hier relativ kurz halten, nur mal kurz meine Meinung dazu sagen, wie der ganze Prozess ist. Und wenn ihr es ganz detailliert sehen wollt, dann guckt einfach auf meinem Kanal vorbei. Wie man hier schon sehen kann, ist der Aufbau grundsätzlich sehr einfach, aber für die, die es vielleicht ein bisschen schwerer haben, gibt es auf jeden Fall auch eine Bedienungsanleitung dabei, die ist sehr detailliert mit Fotos und so weiter. Grundsätzlich besteht der Aufbau einfach nur darin, das Kajak auszubreiten. Das Falten ist dabei wahrscheinlich das Schwerste, das würde ich mir merken, wie das Kajak am Anfang gefaltet ist. Und dann fangt ihr einfach an, die Kammern zu befüllen. Da gibt es eine feste Reihenfolge, also solltet ihr erstmal mit den Außenkammern anfangen und danach den Dropstitch-Boden machen und auch die Sitze danach machen. Die Sitze sind auch aus einem Dropstitch-Material und ich muss sagen, ich fand sie sehr, sehr bequem. Durch das Dropstitch sind sie natürlich relativ fest. Man rutscht da nicht groß hin und her und man kann sie einfach mit dem Mund oder auch mit der Luftpumpe aufpusten. Und danach befestigt man die Sitze mit angebrachten Schnallen und Riemen im Kajak. Und abhängig davon, wie ihr die Sitze dann einstellt bzw. hinlegt, könnt ihr dann zu zweit oder alleine mit dem Kajak fahren. Aber wie gesagt, das gibt es alles detailliert in einem extra Video auf meinem Kanal. Ich habe das Kajak sowohl alleine als auch auf der 2er-Version getestet auf diesem Trip, habe aber erstmal alleine angefangen und ich muss sagen, mit 17 Kilo, man kann es ein kleines Stück alleine tragen, aber zu zweit macht es sich deutlich besser, vor allem wenn man vorne und hinten super Tragegriffe hat, da kann man das Kajak auch dann bergab ein bisschen tragen. Für einen alleine bietet das Kajak natürlich extrem viel Platz, man kann sich da wirklich komplett reinlegen und hat extrem viel Stauraum für Rucksäcke, Taschen und alles weitere, wie man hier sehen kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool alleine. Durch die lange Länge hat man da sehr viel Platz. Das Fahren alleine mit dem Kajak macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß und trotz einer Länge von 4,10 Meter ist man doch relativ mobil und relativ wendig unterwegs. Natürlich macht die Länge und auch der Dropstitch-Boden, durch den man natürlich einen relativ hohen Auftrieb hat, das Kajak nicht ganz so wendig wie andere Alternativen, aber man hat auf jeden Fall eine sehr gute gerade Zielführung und kann auf jeden Fall auch mit ein bisschen Weitsicht ganz gut um jede Kurve kommen. Was mir besonders positiv auffällt, ist, dass man vor allem durch den Dropstitch-Boden, aber auch durch diese kleine Führungsflosse hier sehr, sehr stabil im Wasser liegt. Also man kann da sein Gewicht sehr gut verlagern auf dem Kajak, man kann da bequem drin liegen, man kann da mal ein bisschen nach links oder nach rechts rüberrutschen, ohne dass das Kajak sofort wackelt. Und ja, man hat da eine sehr, sehr gute Liege- und bequeme Fläche im Kajak.
So, jetzt machen wir mal einen kleinen Wendeversuch mit dem Taya. Man sieht natürlich, aufgrund der Länge ist es natürlich nicht ganz so wendig wie beispielsweise das Ecstasy, was ein Ein-Personen-Kajak ist. Und natürlich auch durch den Dropstitch-Boden, aber auf jeden Fall ausreichend wendig für die Gewässer, auf denen ich es befahren möchte. Das Gumotex Taya könnt ihr einmal als Ein-Personen-Variante fahren, damit bin ich gerade gefahren. Als Zwei-Personen-Variante, das werden wir jetzt austesten. Und wenn ihr noch einen dritten Sitz kauft, sogar als Drei-Personen-Variante. Wie man das Kajak dann von der Ein-Personen-Variante in die Zwei-Personen-Variante umwandelt, auch dazu gibt es ein einzelnes Video auf meinem Kanal. Wen es interessiert, einfach mal vorbeigucken, das ist relativ detailliert, da sollten alle Informationen bereit sein. Und ja, ich mache einfach mal weiter hier mit der Review, wie sich das Kajak so als Zwei-Personen-Variante fährt und verhält. So, hier zieht jetzt gerade ein laues Windchen auf dem Harz und eigentlich sind der Dropstitch-Kajaks nicht so windgeeignet, beziehungsweise sehr windanfällig aufgrund der doch sehr großen Auflagefläche und dadurch, dass sie kaum Tiefgang haben, hat ein Dropstitch-Kajak eine sehr hohe Windanfälligkeit. Aber bis jetzt schlägt sich das Taya auf jeden Fall sehr, sehr gut. Natürlich ist es ein sehr breites Kajak und ist kein Rennkajak, aber man kann eine gewisse Geschwindigkeit erreichen und ja, macht auf jeden Fall Spaß, es ist ein super Freizeitkajak. So, aktuell benutzen wir das Gumo Taya als Zweierkajak. Man sieht, meine Beine sind fast komplett ausgestreckt und die von meiner Freundin sind auch fast komplett ausgestreckt. Was auf jeden Fall sehr, sehr komfortabel ist. Also als Zweier definitiv zu empfehlen und man hat auch noch relativ viel Platz für Stauraum. Und wir lassen uns hier gerade wunderschön treiben auf der Bode und der Wald wird langsam bunt. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Das ist jetzt die Perspektive, wenn man das Gumotex Taya als Zweierversion verwendet. Man sieht, man hat hier relativ viel Platz. Man kann hier noch einen Rucksack hinstellen, nach hinten kann man noch einen Rucksack packen und da vorne ist auch noch ein kleines bisschen Stauraum. Und natürlich könnt ihr auch oben da vorne noch ein paar Drybags verwenden. Und ja, das Haus ist auf jeden Fall sehr komfortabel und genug Platz für zwei Personen. Was auch hier wieder erwähnenswert ist, ist auf jeden Fall die Kippstabilität. Also auch zu zweit mit nicht ganz so erfahrenen Kajakfahrern hatten wir gar kein Problem, auch bei leichtem Wind. Man hat sich da extrem sicher drauf gefühlt und ist jetzt nicht hin und her gewackelt. Das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt und ist auf jeden Fall auch für Einsteiger ein ideales Kajak dadurch, durch den festen Dropstitch-Boden. Kommen wir einmal ganz kurz zu meiner bisherigen Meinung zum Kajak nach dem Aufbau, Transport und auch dem Fahren. Also für mich ist es bis jetzt das ideale Kajak. Es macht auf jeden Fall extrem viel Spaß. Dadurch, dass man es flexibel einsetzen kann als Einer- oder auch Zweier-Kajak, spart man sich da in jedem Fall ein Kajak. Und der Aufbau war sehr, sehr einfach, wie schon gesagt, aber auch der Transport ist sehr gut. Also es kommt in einem 80 Liter Transportsack, der auch noch wasserdicht ist. Das heißt, ihr könnt während der Fahrt einfach den Dryback, den Transportsack nutzen, um eure Sachen zu verstauen. Der lässt sich auch sehr gut tragen. Wie gesagt, mit 7,5 Kilo nicht das leichteste Kajak, aber ich bin damit einen relativ langen Weg, ca. 3 bis 4 Kilometer den Harzer Hexensteig lang gelaufen. Und das war auf jeden Fall problemlos möglich. Man kann die Pumpe und das Paddel auch noch in diesem Sack verstauen. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es ist ein sehr, sehr flexibles Kajak. Liebe ich auch an diesen aufblasbaren Kajaks, dass man sie einfach überall hin transportieren kann. Zum Beispiel an diese Stelle wären wir mit dem Auto niemals rangekommen und deshalb ist dieses Kajak dafür auf jeden Fall extrem gut geeignet. Und man kann, wie gesagt, alleine unterwegs sein, man kann zu zweit unterwegs sein. Man ist extrem flexibel und ich werde dieses Kajak auch nächstes Jahr sehr wahrscheinlich in Schweden und Norwegen mitnehmen und testen.
Und ja, deshalb für mich persönlich soweit erstmal das ideale Kajak, was den Aufbau, den Transport und ja, auch das Fahrverhalten bzw. die Flexibilität angeht. Und auch für Einsteiger ist durch den Dropstitch-Boden und die Seitenschläuche, es ist ein ideales Kajak, da es sehr, sehr ja, stabil im Wasser liegt und man sehr, sehr viel Platz hat. So, im Hintergrund sieht man die Rapp-Bode-Talsperre mit der Hängebrücke. Da oben, da kann man dann auch auf die Hängebrücke rauf und da ist auch ein Seil, womit man einfach eine komplette Abfahrt hat bis ungefähr da unten. Ist auch ein sehr schöner Wanderweg, war ich auch schon oben drauf. Und wir sind jetzt einmal mit dem Kajak, können wir einfach von unten drauf gucken und den Leuten von der Hängebrücke winken. So, man sieht jetzt hier trotz relativ starkem Wind und auch Wellengang, kommt man mit dem Kajak super schnell voran, vor allem wenn man zu zweit ist. Also es ist gar nicht so anfällig für den Wind, wie ich erst gedacht habe wegen dem Dropstitch-Boden. Man erkennt auch, dass die Spurführung, also wir haben jetzt die Führungsflosse hinten reingemacht, die kann man ja optional auch weglassen, wenn man eher auf flacherem Gewässer unterwegs ist. Aber man sieht, dass die Führung auch relativ geradlinig ist, also man hat hier keinen großen Ausbrecher nach links oder nach rechts. Man hat hier eine sehr gerade Linie, die man fährt. Man kommt sehr gut voran mit dem Kajak. Für uns geht es jetzt aber nach einem kleinen Kajaktrip wieder auf den Rückweg nach Hause. Und auf dem Rückweg werden wir auch ein bisschen gegen den Strom auf einem etwas fließenden Fluss fahren. Also mal sehen, wie das so funktioniert. Bleibt dabei. So, wir fahren jetzt das erste Mal gegen die Strömung, ein relativ starkes Stück gegen die Strömung, weil wir haben gesehen, dass es da hinten dann eine Ausstiegsstelle gibt und da wollen wir uns jetzt bis dorthin gegen die Strömung vorkämpfen und auch mal das Kajak einfach ein bisschen gegen die Strömung testen. Wie schlägt das Wasser gegen, spritzt es besonders und wie kommt man da vorwärts? Und ja, das sieht man jetzt hier in dem Video ganz gut. Da vorne rechts ist es schon. Da an den Seitenarm müssen wir. So, wir sind jetzt mit unserem Gomutex angelandet und zwar genau da an der Stelle. Und um da anlanden zu können, hat man hoffentlich im Video gesehen, mussten wir erstmal gegen eine ziemlich starke Strömung anschwimmen.
Hier im Hintergrund sieht man das. Also gegen die Strömung mussten wir anschwimmen und dann hier erstmal rechts rüber. Da gab es natürlich auch eine Unterströmung, die ich dann zur Seite gedrängt hat. Und das alles war mit dem Kajak ganz gut machbar, also zu zweit. Und deshalb definitiv eine Empfehlung. Kann man auch gegen etwas wilderen Gewässern, also es ist bis zu Wildwasserstufe 2 zugelassen oder zumindest empfohlen. Da kann man auf jeden Fall auch mitfahren. Eine Sache, die mir hier am Thaya besonders gut gefällt, ist der Packsack. Wie man schon gesehen hat, man kann damit wunderbar wandern, laufen und ja, das Kajak tragen. Aber vor allem ist der Packsack wasserdicht. Das heißt, es ist ein riesiger Dryback. Das heißt, während ihr fahrt, könnt ihr die Sachen, die ihr zur Fahrt braucht, dort einfach drin aufbewahren. Man sieht hier, die Nähte sind alle verklebt. Innen drin alles komplett gummiert. Und da könnt ihr auf jeden Fall alles, was ihr auf der Fahrt mitnehmen wollt, reinpacken und es bleibt trocken. Das heißt, ihr müsst kein extra Dryback mitschleppen oder irgendwas. Ihr habt den hier gleich dabei beim Kajak. So, gehen wir einmal kurz die Features des Thayas durch, nachdem ich es jetzt getestet habe. Hier vorne habt ihr die Lenzöffnung. Die könnt ihr hier mit so einem kleinen Schieberegler zu- oder aufmachen. Hier habt ihr die Seriennummer. An den Gurten könnt ihr auch nochmal zusätzlich Gepäck machen. Könnt ihr das Kajak hochheben. Hier habt ihr auch nochmal ein kleines Gepäck. Ein paar Gepäckgurte, könnt ihr den Dryback runter machen. Hier jeweils auf beiden Seiten einen Griff. Damit könnt ihr das Kajak wunderbar tragen. Das habe ich auch schon hier demonstriert. Dann habt ihr hier hinten alle Ventile für die beiden Seitenschläuche und für den Dropstitch-Boden. Und dann hier unten noch ein kleines Fach, womit ihr natürlich auch noch Gepäck verstauen könnt. Hier habt ihr die Sitze. Das Prinzip ist ziemlich gut geregelt. Der Sitz ist einmal unten mit einer Schnalle befestigt. Das verhindert, dass der Sitz nach vorne rutscht. Und einmal an den Seiten mit diesen Schnallen. Wenn ihr diese Schnallen hier lose macht, dann könnt ihr den Sitz weiter nach hinten machen. Beziehungsweise er rutscht dann automatisch, wenn ihr euch reinlehnt, weiter nach hinten. Und wenn ihr sie enger zieht, so, dann ist der Sitz natürlich gerader. Und natürlich habt ihr auch für jeweils ein Fußteil. Einmal ein komplett quadratisches für den Mittelbereich. Das wird auch hier festgespannt, sodass, wenn ihr hier gegentretet, sich da nichts verschiebt. Das gleiche nochmal an dem Sitz. Und hier vorne auch nochmal ein Fußteil. Das ist abgerundet, natürlich, dass es hier vorne besser reinpasst. Und das ist auch genauso befestigt, genauso wie der Sitz. Ganz viele verschiedene Verstellmöglichkeiten für den Sitz. Hier nochmal das gleiche. Ein Tragegriff, ein Gurt, an dem ihr was befestigen könnt. Und hier auch nochmal ein bisschen Stauraum, der dann auch wassergeschützt ist. Beziehungsweise von oben zumindest. Kommen wir nun einmal zum Abbau des Kajaks. Einmal ist hier ein Schwamm mitgeliefert. Damit könnt ihr es dann etwas trocken machen, sauber machen. Dafür empfehle ich erstmal alle Sitze auszubauen. Und während ich jetzt hier im Hintergrund einmal das Kajak komplett abbaue und sauber mache und auch wieder verstaue, kommen wir einmal zu meinem finalen Fazit. Nachdem ich das Kajak jetzt ein ordentliches bisschen getestet habe, sowohl alleine als auch zu zweit, muss ich sagen, für mich persönlich ist es definitiv das ideale Kajak. Also es ist durch den Dropstitch-Boden, wovon ich schon ein Fan bin, das sehr, sehr stabil und man kann da sehr, sehr gut drin sitzen, liegen. Es ist halt kein Rennkajak, es ist eher ein Freizeitkajak, man kann da komfortabel mitfahren und vor allem diese Verstellmöglichkeit, dass man sowohl als eine Person als auch als Zweierkajak das Ganze nutzen kann. Und alles, was ihr braucht dafür nicht viel, ist nur dieser eine Sitz. Der wiegt nicht besonders viel, das heißt, ihr könnt da wirklich extrem flexibel unterwegs sein. Und das macht auf jeden Fall extrem viel Spaß. Ihr habt sehr viel Stauraum für mich. Wenn ich damit mal campen gehen möchte, tracken möchte, habe ich da auf jeden Fall genug Stauraum für 3, 4, eine ganze Woche eigentlich an Urlaub alleine. Und auch zu zweit könnt ihr einige Nächte damit auf jeden Fall klarkommen, wenn ihr relativ ultralight unterwegs seid und auch die Spanngurte außen nutzt mit Drybacks. Was ich besonders cool finde, ist das Tragesystem. Der Rucksack, der ist sehr komfortabel, trägt die 17 Kilo ziemlich gut. Also ich würde fast sagen, da gibt es Tracking-Rucksäcke, die das Ganze schlechter tragen. Und ihr habt da noch genug Platz noch für die Paddel und für die Pumpe, die ihr mitnehmen könnt. Ihr könnt es auch noch mit einer elektrischen Pumpe austauschen. Ihr braucht für die Schläuche maximal 1 Bar, beziehungsweise für den Dropstitch-Boden 1 Bar und für die Außenschläuche 0,5 Bar. Und das ist auf jeden Fall alles etwas, was ich persönlich sehr, sehr gut an diesem Kajak finde. Der Preis mit, ich glaube, 1200 Euro, es schwankt immer hin und her, ist natürlich ein sehr stolzer Preis für ein aufblasbares Kajak. Aber wenn man sich überlegt, dass man sonst eventuell 2 Kajaks kaufen würde, dann ist das Ganze doch etwas gerechtfertigt und das Material, die Verarbeitung ist auf jeden Fall top. Ihr habt sehr viel beim Lieferumfang schon dabei und ja, die Materialien, die verwendet wurden, sind natürlich auch sehr hochwertig. Ihr habt die Flickensets und Gomutex ist eine Marke, die produziert in der EU in Tschechien und deshalb kann man das auf jeden Fall auch sehr gut unterstützen. Und wie gesagt, für mich persönlich das ideale Kajak und wenn ihr auf der Suche nach einem Kajak seid für Freizeittouren, für Campingtouren, und ihr immer mal ein bisschen wechselt zwischen einer Person und 2 Personen, dann ist das, denke ich, auch für euch eine sehr, sehr gute Option.
Und wenn ihr da vor allem Wert auf Stabilität legt und die Geschwindigkeit vielleicht nicht das Allerwichtigste ist, dann ist es mit dem Dropstitch-Boden auch sehr, sehr, sehr komfortabel. Und ich habe da noch so ein paar kleine Projekte im Kopf, wie zum Beispiel in dem Kajak direkt zu übernachten. Der Dropstitch-Boden ist eigentlich fast wie eine Isomatte. Und ja, wenn das Wetter ein bisschen besser wird, dann werde ich das, denke ich, auch in Angriff nehmen. Und wie gesagt, eine Schwedentour steht damit auch noch offen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Ihr habt alle Informationen bekommen zum Kajak. Wenn ihr noch Fragen habt, dann auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.